Willkommen, ich bin hier auf Bonaire. Mein Name ist Roland Konrad. Dies ist unser Video zur Unterwasserfotografie. Heute das Thema Ports. Es ist jetzt schon einige Male der Begriff Port gefallen. Das ist genau das Teil am Gehäuse, hinter dem sich das Objektiv verbirgt. Bei Gehäusen für Kompakt- und Bridge-Kameras sind die Ports fest eingebaut. Bei denen für Wechselobjektivkameras müssen sie zusätzlich gekauft und angebracht werden. Das ist auch logisch, wir verwenden hier schließlich verschiedene Objektive. Ports sind aber weit mehr als nur eine durchsichtige Wasserabdichtung. Sie besitzen auch optische Eigenschaften. Das Licht trifft hier vom optischen Medium Wasser durch das optische Medium Glas oder Plastik in das optische Medium Luft. Es wird also mehrfach gebrochen. Je nachdem, welches Objektiv du benutzt, musst du einen angepassten Port benutzen. Am deutlichsten wird dies bei der äußeren Erscheinungsform. Es gibt flache und gebogene Ports, im Fachjargon Planports und Domports. Bei Weitwinkel- und Fisheye-Objektiven benutzen wir Domports. Warum? Nun, vereinfacht ausgedrückt, wenn Lichtstrahlen aus einem Blickwinkel von bis 180 Grad auf eine plane Scheibe treffen, haben sie alle einen anderen Einfallswinkel. Und in der Optik gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. In der Folge treffen das Licht also in sehr unterschiedlichen Winkeln auf das Objektiv. In den nicht zentral gelegenen Bereichen des Bildes käme es wieder zu den von uns so gefürchteten Randunschärfen und Verzeichnungen. Zugegeben, diese Erklärung ist sehr simplifizierend. Zum Thema Domport-Berechnung gibt es ganze Bücher. An dieser Stelle nur so viel. Domports werden auf die jeweiligen Objektive angepasst entwickelt. Der Abstand zwischen Objektiv und Innenseite des Ports spielt dabei eine wichtige Rolle. Deshalb führen auch außen fokussierende Zoom-Objektive häufig zu Schwierigkeiten. Beim Zoomen und Scharfstellen verändern sich nämlich genau diese Distanz. Bei innen fokussierenden Objektiven bleibt sie gleich. Domports gibt es für das gleiche Objektiv in verschiedenen Größen. Die riesigen bis 9 Zoll großen Domports bestechen durch ihre Fähigkeit, viel Licht einzusammeln. Außerdem haben wir es beim Vermeiden von Schwebestoffen etwas einfacher. Dafür sind sie sehr schwer, bis zu 3 Kilo, und unter Wasser auch nicht gerade stromlinienförmig. Dafür sind sie die beste Wahl, wenn du Halb-Halb-Aufnahmen machen möchtest, sprich einen Teil des Domports unter und den anderen über dem Wasser halten willst. Die mittelgroßen Domports haben einen Durchmesser von 4 bis 6 Zoll. Sie sind schon etwas handlicher und sind bedeutsam leichter. Gerade für Reisen und Tauchgänge mit viel Strömung sind sie sehr zu empfehlen. Auch mit ihnen kannst du Halb-Halb-Aufnahmen machen, nur nicht ganz so komfortabel. Nur einen Tipp an dieser Stelle. Domports aus Glas haben gegenüber denen aus Acryl einen Vorteil. Sie bilden nicht so schnell Tröpfchen, die dann auf einem Teil des Ports stören, der über der Wasseroberfläche bleibt. Eine besondere Stellung nehmen die Makro-Domports ein. Mit ihnen lassen sich sehr kleine Motive wie Nacktschnecken mit einem Fisheye-Objektiv fotografieren. Und das mit ziemlich interessanten Perspektiven. Im Gegensatz zu dem planen Makroport lässt sich noch viel von der Umgebung mit in die Bildgestaltung einarbeiten. Aber vorsichtig! Diese Sonderports sind eine Ergänzung deiner Ausrüstung. Sie können den normalen Domport nicht ersetzen. Damit sind wir wieder bei der Makrofotografie angekommen. Im Regelfall benutzen wir hierfür Planports. Bei Makroobjektiven spielt die Distanz zwischen Scheibe und Objektiv insofern eine Rolle, dass der Lichtweg zwischen Motiv und Sensor unter Umständen verlängert wird. Da wir in der Makrofotografie aber häufig so nah wie irgend möglich an unser winziges Motiv heran wollen, gilt hier, ein Makroport sollte so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig sein. Wenn du mit deinen Objektiven manuell zoomen und fokussieren möchtest, brauchst du Zusatzbehör. Zoom- und Fokusringe werden auf den Objektivkorpus befestigt und haben meist eine Zahnkranzverbindung zu einem Stellrad am Gehäuse. Mit dem kannst du dann deine Einstellung jederzeit während des Tauchgangs vornehmen.
Du merkst also schon, vor dem Kauf von Ports musst du wissen, welche Objektive du benutzen wirst. Die Hersteller halten hierfür für gewöhnlich Übersichtstabellen vor. Falls du dir unsicher bist, frag einfach nach.